Das ist unser schöner A350-900. Ihr seht mich jetzt vor dem Lufthansa-Schalter. Boarding steht jetzt gleich an. Gerade noch Dokumentencheck. Und ja, bis heute Morgen dachte ich, ich fliege heute in der neuen Allegris. Es ist auch eine 1:1-Konfiguration. Nur die Allegris-Maschine steht mal wieder am Boden. Es gab wieder irgendwelche Zwischenfälle in Toronto. Und somit fliegen wir heute leider nicht mit der Allegris-Kabine, aber immerhin mit der von den Philippine Airlines. Also das ist auch interessant, das ist auch eine 1:1-Konfiguration, zumindest das. Von Allegris haben wir letztes Jahr viel gehört. Ich bin natürlich schon etwas enttäuscht. Ich hatte auch den Platz ganz vorne, 2K. Ich dachte, ich habe die Suite, aber danach schaut es jetzt nicht aus. Ich sitze ganz vorne in der Philippine Airlines umgewandelten Maschine. Und ja, aber auch das wird ganz interessant. Ich zeige euch alles, was euch erwartet, und vielleicht passiert euch das Gleiche auch. Also doch kein Glück gehabt, wie ich zunächst dachte, aber es hätte schlechter kommen können. Ich kann heute als Erster an Bord gehen und euch die Kabine noch frisch und ungestört zeigen. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Maschine. Dieser 6 Jahre alte A350, der seit April 2022 bei der Lufthansa ist, hat 295 Sitzplätze in 3 Klassen. Hier sehen wir die Business Class, die sich über 8 Reihen in einer 1:1-Konfiguration erstreckt. Insgesamt sind es 30 Sitzplätze, da in der ersten Reihe nur 2 Plätze in der Mitte verbaut sind. Die Kabine macht einen eleganten, luftigen, kühlen Eindruck, da Blau, Grau, Silber und Weiß dominieren. Die Kabine wird von 3 Crewmitgliedern betreut, davon arbeitet einer in der Küche. In der Allegris gibt es 38 Plätze, auf 2 Kabinen aufgeteilt, die von 5 Flugbegleitern betreut werden. Hier seht ihr die 24 Plätze der Premium Economy, 3 Reihen A8 Plätze in einer 242-Konfiguration. Auffällig ist, dass es kaum eine Abtrennung zur Economy gibt. Sitzabstand und Bildschirmgröße sind ansprechend. Dahinter sieht man die 241 Plätze der Economy im typischen Lufthansa-Blau, die in einer 3-3-3-Konfiguration angeordnet sind. Auch hier sind moderne Sitze mit ziemlich großen Monitoren verbaut. Eine moderne und luftige Kabine. Gehen wir zurück in die Business Class und zu meinem Platz 2K. Wer großmögliche Privatsphäre genießen möchte, sollte die Plätze 3, 5 oder 7a bzw. K wählen, da man dann nah am Fenster sitzt und etwas vom Gang abgeschirmt ist. Was finden wir am Platz 2K? Ein großes Kissen und eine flauschige Decke. Natürlich auch die Schnittstellen zur Aufladung der mobilen Endgeräte. Die Bose-Kopfhörer, eine Lampe, viel Ablagefläche und natürlich auch die Sitzsteuerung. Der schön große 20 Zoll Monitor und darunter reichlich viel Platz für die Beine und Füße. Der Sitzabstand beträgt gute 112 cm. So, für die Beine ist wirklich viel Platz. Und das ist der Blick. 102,5 Fenster. Mit der kleinen Kontrolleinheit kann man zusätzlich den Monitor bedienen, die Lautstärke einstellen, das Licht bedienen oder auch einen Flugbegleiter rufen. Ich habe sie aber nicht gebraucht. Willkommen an Bord. Ich bin gerade sehr nett begrüßt worden und man zeigt sich sehr interessiert auch an dem Kanal und vielleicht gibt es nachher auch ein kleines Interview, das uns Einblicke hinter die Kulissen erlaubt in diesen schönen Flieger, der geleast ist von den Philippine Airlines, aber in den Farben von Lufthansa angepasst worden ist. Ich denke, es wird ein schöner Flug. Der Sitz ist mit einem schönen blauen Stoff bezogen. Die Kopfstütze lässt sich gut einstellen und gibt Halt. Es ist ein bisschen wackelig und scheppert auch ein bisschen. Das ist nicht so schön. Mal schauen, wie das ist, wenn man sich ausstreckt. Mal sehen, was die Kopfhörer taugen. Ich bin überzeugt. Von Bose sind auf jeden Fall Noise Cancelling, guter Sound, das deckt alles ab. Da haben wir auch das Amenity Kit, wieder vom Porsche Design. Ich glaube, das ist das gleiche, was ich auf dem Premium Economy Flug hatte. Insofern, wenn das der Fall wäre, wäre das ein bisschen enttäuschend. Wir sehen hier auch den Tisch, der so eine nette Nierenform hat. Er lässt sich vorschieben, er lässt sich so und dann auch so seitlich weg, sodass man ihn nur ganz wegkriegt. Also das ist ganz gut gemacht. Und der ist schön massiv. Nicht ganz
dass das hier wie in der Premium Economy ist. Es gibt immerhin von L'Occitane noch Cremes. Der Beutel ist höherwertiger und es stimmt wieder, dafür aber keine Schlafmaske und keine Schlafmaske und Stöpsel gibt es separat und werden mir gleich gebracht. Lässe ich mal den Avionic für euch. Der neue Signature Drink von der Lufthansa. Ein bisschen süß, ein bisschen herb. Ein bisschen parfümiert. Also das Herbe finde ich ganz interessant. Wenn es das nicht wäre, wäre es einfach nur pappsüß. Aber so ist es so ein bisschen, könnte nach Campari schmecken, ein bisschen himbeerig. Auf jeden Fall interessant. Und mal was anderes. Und es ist schön, dass Lufthansa sich auch einen Signature-Drink einfallen lässt, so ähnlich wie das Singapore Sling von Singapore Airlines. Jetzt der Avionic von Lufthansa. Die salzigen Mandeln passen gut zum Avionic-Drink, weil die schön salzig sind und etwas neutralisieren. Lufthansa bietet auf diesem Flug in der Business Class ein ansprechendes Menü. Allein die Karte wirkt sehr hochwertig für eine Business Class. Man kann aus 3 Vorspeisen wählen: Rinderfilet, Saiblingsfilet oder auch eine vegetarische Variante mit Quinoa und Karotte. Bei den Hauptspeisen stehen Kalbssteak mit Spargel, gedämpfter Heilbutt und auch ein Pastagericht zur Auswahl. Oder man bestellt ein anderes Gericht vor, so wie ich das getan habe: Rinderfilet im Pfefferjuice. Wie das geht, erkläre ich in dem verlinkten Video. Auch bei den Getränken zeigt sich Lufthansa vielseitig. Neben dem Avionic gibt es auch Champagner zum Auftakt, eine große Auswahl an guten bis sehr guten Weiß- und Rotweinen, die ich natürlich für euch testen und einordnen werde. So, das ist ein wirklich toller Bildschirm, sehr hochauflösend, sehr berührungsempfindlich, sehr schnelle Reaktions. Kurz vor dem Start zeige ich euch noch das Programm. Es sind immerhin 317 Filme an Bord, davon noch 61 neu, 57 die letzten aus Hollywood, 36 vergangene Hits, 124 Klassiker. Da sollte was dabei sein. So, die Crew macht soweit einen sehr freundlichen Eindruck, sind auch interessiert an meinem Kanal. Sie haben natürlich mitbekommen, dass ich hier filme. Ah, wunderbar, Dankeschön. Ein schön ganz heißes, frisches Tuch, ganz leicht parfümiert, nicht zu viel. Mittlere Stoffqualität, jetzt nicht sehr dick, aber absolut in Ordnung. So, ich habe bei diesem Flug auch wieder ein Essen vorbestellt. Ich bin gespannt, ob die Crew, ob das angekommen ist und ich danach gefragt wurde, ob es mir einfach gebracht wird. Mal sehen. Also was an der Kabine schon toll ist, ist, dass man eben sehr viel Platz hat. Man muss natürlich über niemanden drüber steigen. Die Kabine wirkt luftig. Ihr seht, in der Mitte sind auch keine Bins. Und ich habe am Platz trotzdem sehr viel Platz. Ich habe einen Bin über mir. Und zu meinen Füßen ist und neben dem Sitz ist auch noch ein bisschen Platz, wo man kleinere Taschen unterbringen kann. Also das ist schon ziemlich gut. Aber zum Thema Privatsphäre, das ist hier auch wenig. Ihr könnt sehen, also man schaut eigentlich ganz klar und offen zu seinen Nachbarn rüber. Das ist in dieser Business Class auch nicht viel besser als in der alten. So, jetzt gibt es gleich Getränke. Ich werde mal den Champagner ausprobieren und mal schauen, wie der schmeckt. Sie mir jetzt nicht den Champagner einschenken. Oh Gott, da muss man sich ja dann so richtig konzentrieren. Na, Sie machen das perfekt, da bin ich mir ganz sicher. So. Dann nehmen wir dir jetzt die Flasche mal ganz ordentlich. Super. Genau. Vielleicht geht dann einmal nochmal für die Zuschauer nochmal die Flasche in die Kamera halten, das wäre super. Also der hat auch jeweils schon mal eine sehr schöne Perle. Schöne Bubbles. Ganz lieben Dank. Dankeschön.
Darf ich noch die ganz kurz haben, die Flasche? Ja, Genau. Das ist wunderbar. Also hier den Creamy Credenz, sehr charmant. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Also kräftige Perle, herb, aber nicht too much. Schöner trockener Champagner. Wird sicherlich zur Vorspeise sehr gut schmecken. Was Danke. sagt ihr als Vorspeisenreich? Dazu den Heilbutt. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen ankommt. Ich habe eigentlich ein Essen bestellt für diesen Flug. Und zwar das war das Rinderfilet. So, jetzt musste ich doch daran erinnern, dass ich was bestellt habe. Sonst zweimal Fisch hätte ich jetzt nicht genommen. Also der Champagner schmeckt wirklich sehr gut. Eine schöne Frucht auch. Schöne Perle. Trocken, aber nicht too much. Also ganz klasse. Ich habe erfahren, also, dass mein Essen ist geladen worden. Es gab wohl Probleme. Die Catering, wurden wohl erst falsch gecatert und haben nicht alles auf den Wagen bekommen, was eigentlich geplant war. Also dann musste man ein bisschen improvisieren. Jetzt bin ich gespannt, ob Weine, die ich mir überlegt habe, ob die dann auch dabei sind. Für den Flug und die schöne Aussicht. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, it's a very short information. My name is Tobias Hind. I am the co-pilot on board. We're just flying out towards the North Sea. We have a very on the left side as well. And on the right side also a lot of islands. The famous one is Sylt, which is coming up in a few minutes on the right side. From here we're flying to... Also gerade zum Champagner gab es Parmesankäse, getrocknete Tomaten, Oliven. Einfach, aber von guter Qualität und sehr passend zu dem Aperitif, in meinem Fall Champagner. Ein guter Start. So, jetzt probiere ich mal den Weißwein. Das ist ein Riesling Schieferlage. Die Flasche habe ich ja vorher gezeigt. Mineralisch, ein bisschen vanillig, feine Säure, sehr ausgewogen. Wird sicherlich zum Fisch jetzt, zu dem Saibling sehr, sehr gut passen. Ist auch gut gekühlt, haben sie auch gut hingekriegt. Und ja, sehr schöner Wein. Also angemessen für die Business Class. So, jetzt haben wir hier den wunderbaren Saibling, der ganz toll portioniert ist. Schaut fast aus wie so ein Barley-Klacks, aber ist es natürlich nicht. Dann dieses besondere Brot, was jetzt gerade in Aktion ist, ein Salat und auch eine schöne Körnersemmel. Also das macht einen schönen Eindruck und alles auf hübschem Porzellan serviert. Und dazu in Stoffserviette mit dem Lufthansa-Emblem. Schaut gut aus. So, jetzt habe ich hier noch den Chardonnay dazu bekommen. Den werde ich jetzt auch gleich mal testen, wie der ist. So, jetzt schauen wir mal, wie ich die Vorspeise finde. Also ich bin ehrlich gesagt begeistert. Also der Saibling, das Filet vom Saibling ist sensationell. Das sind wirklich dicke Scheiben. Es ist leicht geräuchert. Es zergeht auf der Zunge. Es ist fast wie so ein Barley-Lachs. Also Wahnsinn. Und ein leckerer Kartoffelsalat, ganz fein gewürzt. Er dachte, es wäre Quinoa, aber es ist Kartoffelsalat und ein Radieschen-Gurkensalat. Und eine leichte Meerrettich-Mayonnaise dazu. Toll. Und auch das Brot ist fein, sehr gutes Olivenöl, dass man das Brot tunken kann. Und das Käsebrötchen und der Salat ist normal, mit einem guten Öl und Balsamico-Dressing passt. Ist jetzt nicht sensationell, aber sehr, sehr, sehr zu empfehlen ist das Saiblingsfilet. Absolut. Ich sehe auch bei meinen Nachbarn, dass die von Rinderfiletscheiben haben, feine Scheiben, aber kalt. Da ich jetzt ein warmes Rinderfilet als Hauptspeise habe, habe ich jetzt den Fisch gewählt. Jetzt habe ich auch zwei tolle Weine bekommen. Einmal den Riesling von der Mosel, Schieferlage, ganz besonderes Tröpfchen, sehr viel Charakter, passt toll. Aber auch das Chardonnay aus Südafrika, gefällig, auch leicht mineralisch, ein bisschen leichter,
Hat auch was. Ich weiß gar nicht, was ich bevorzuge, aber vielleicht ein Ticken mehr der Riesling, also für meinen Geschmack. Hat noch mehr Aussagekraft im Vergleich zum Chardonnay und passt hervorragend zu dem Saibling. Also das wäre doch meine Empfehlung. Da jetzt auch Lufthansa großen Wert legt auf die Brotkultur, was ich wirklich gut finde. Brot ist schon was sehr Typisches aus Deutschland. Dieser kleine Leib von Axel Schmidt, dem Weltbäcker, ist lecker, schmeckt wirklich gut und ist auch sehr nett präsentiert als so kleiner Brotleib. Sehr gut mit dem Olivenöl und etwas Salz. Ist es jetzt so besonders? Also die Darreichungsform ist besonders. Geschmacklich schmeckt es nach einem guten Sauerteigbrot, aber haut mich jetzt nicht von den Socken. Ich finde fast das andere Brot ist mit den Körnern und ein bisschen Käse und so. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in der Luft sind und man stärkere Geschmacksimpulse braucht für die Geschmacksknospen, die vielleicht irgendwie etwas abgetäubt sind. Beides gut, aber sicherlich eine nette Geste und was Besonderes, aber das normale Brot tut es auch. So, jetzt ist mein vorbestellter Hauptgang. Das Rinderfilet mit grünen Bohnen, Kartoffelgratin in einem Pfefferjuice. Ich habe noch frischen Pfeffer drüber gemahlen bekommen aus der Mühle, finde ich toll. Und links wiederum der portugiesische Rotwein aus dem Alentejo und der Bordeaux. Ich werde euch gleich sagen, welcher besonders gut zu diesem Gericht passt. Also was auffällt, dass das Fleisch dieses Mal leider etwas durchgebraten ist. Ich mag es gern, wenn es zumindest Rosé oder Medium Rare. Ich schaue mal, ob es weiter drin ist. Aber hier haben sie es wahrscheinlich etwas lange gegart. Also geschmacklich ist das Essen sehr gut. Das Rinderfilet ist trotzdem sehr zart. Tolle Soße. Der Gratin ist saftig und hat guten Geschmack. Die Bohnen sind gut gegart. Für meinen Geschmack etwas zu sehr durchgegart, aber es tut zum Glück dem Genuss setzt keine Grenzen. Also könnte ein Ticken noch besser sein, aber ist wirklich gut. Die Rotweine, auch wenn sie farbig sehr ähnlich sind, sehr kräftig dunkel sind, der Portugiese aus dem Alentejo hat eher so ein bisschen karamellige, pfeffrige Noten. Und der Bordeaux hat doch einfach noch ein bisschen mehr Tannine, er hat ein bisschen mehr Säure, aber im angenehmen Bereich und ist vielleicht ein Ticken frischer. Ich bin noch am Hadern, welchen ist besser. Ich tendiere im Moment ein bisschen zu dem Portugiesen. Positiv hervorheben kann man auch, dass das Essen wirklich sehr warm ist. Also das finde ich toll. Es kommt nicht so lauwarm, sondern es ist schön heiß. Aber vielleicht ist es genau der Nebeneffekt, ist es dadurch ein bisschen zu sehr durchgebraten, so durchhitzt ist. Aber gut. Also das Essen und die beiden Weine schmecken wirklich sehr, sehr gut. Es ist eine tolle Kombination. Man macht in beiden Weinen keinen Fehler. Möchte man es gerne ein bisschen frischer, ein bisschen säurebetonter, der Bordeaux. Möchte man es ein bisschen runder, weicher, süß, pfeffrig. Also süß ist es nicht. Es ist so karamellig, aber ohne süß zu sein. Dann der Portugiese aus dem Alentejo. So, jetzt kann ich euch sogar alle 3 Nachtischvarianten zeigen. Also ganz links natürlich die Früchte mit Melone und Blaubeeren und Ananas und Orange. Dann eine kleine Käseplatte und ein Salzkaramell-Tartelett mit auch Orange und Schokoladenerde. Ein Espresso, noch die beiden Rotweine und Wasser. Also das ist fürstlich und sehr, sehr nett, dass ich euch das alles zeigen kann. Geschmacklich gebe ich euch gleich Feedback. So, jetzt habe ich gerade noch einen Tawny, einen schönen Portwein bekommen. Einen 10 Jahre alten Grahams aus Porto natürlich und schöne dunkle, satte Farbe. Eine elegante Süße,
toll nach dem Käse oder nach den Desserts. Sehr zu empfehlen. Auch der Cognac ist nicht zu verachten, auch wenn es jetzt nicht keine der bekannten Marken ist er doch sehr ausgewogen, kräftig, aber doch rund, nicht zu scharf. Ein edler, strukturvoller Cognac. Sehr gut. So, wie ist mein Zwischenfazit zu diesem Flug? Fangen wir mal an mit der Crew, weil wir wissen, es steht und fällt mit der Crew. Die ist super. Ist wahnsinnig nett, sehr zuvorkommend. Gut, jetzt in meinem Fall haben Sie mitbekommen, dass ich hier filme. Hatte eine sehr nette Purserin, die sich jetzt sehr um mich bemüht hat. Aber ich habe den Eindruck, dass sie auch zu anderen Passagieren sehr nett war. Also was nicht unter ihrem Einfluss stand, war das Essen an sich. Das war hervorragend. Also irre tolle Vorspeise. Das Hauptgericht, was ich mir vorbestellt habe, war gut bis sehr gut. Und ich durfte alle 3 Nachspeisen probieren. Ich würde sagen, am wenigsten spektakulär waren die Früchte. Käse war ordentlich und der Salzkaramellkuchen oder das Törtchen war sehr lecker. Dazu gab es wunderbaren Espresso, tollen Cognac und Portwein. Überhaupt die Weinauswahl war sehr gelungen, sowohl bei Weiß und Rot, also haben sie nichts falsch gemacht. Also ich würde sagen 9 von 10 Punkten. Was das Essen jetzt angeht. Vom Service her 10 aus 10. Wirklich ganz, ganz, ganz ausgesprochen. Zum Sitz muss ich jetzt noch mal schauen, wie es ist, wenn man liegt. Bildschirm, Entertainment ist wirklich sehr gut. Tolle Auswahl von sehr schnellen Filmen, von denen ich sehen wollte, die ich noch nicht gesehen habe. Und ja, auch wenn es jetzt nicht die Allegris ist, auf die ich mich sehr gefreut habe, ich hätte euch jetzt gerne die Private Suite gezeigt, aber das hat man vielleicht jetzt in der letzten Zeit öfters gesehen, insofern ist es vielleicht sogar besonderer, jetzt diese Business Class von Philippine Airlines geleast zu sehen, die natürlich angepasst ist an das Farbschema der Lufthansa. Also ich werde jetzt noch ein bisschen weiter schauen. Es gibt noch ein Frühstück oder ein Pre-Landing Snack. Und dann werde ich das abschließende Fazit machen und euch auch sagen, wie ich das gebucht habe. So, hier sehen wir noch ein paar Snacks, die in der Galley bereitgestellt wurden für die, die noch nicht satt geworden sind. Das ist so das Programm für Flüge um die 9 Stunden. Und hier kann man sich bedienen, wenn man möchte. Es wird jetzt nicht groß proaktiv angeboten, aber für die Leute, die rumstromern und noch hungrig sind, die können sich hier bedienen. So, ich liege jetzt hier in dem flachen Bett der Lufthansa Business Class von München nach Vancouver in der Variante, die geleast ist von Philippine Airlines. Ich muss sagen, das Bett ist sehr bequem. Ich bin 1,80 groß und habe das Gefühl, ich habe noch sehr viel Platz hinten an den Füßen. Also denke ich, für 1,90 plus ist auch gut. Der Sitz ist erstaunlich bequem. Auch von der Breite her fühle ich mich nicht beengt. Klar, jemand, der jetzt deutlich breiter und größer ist, ich glaube, ich würde sich auch noch wohlfühlen. Also auf jeden Fall ein gutes Business-Class-Bett. Kann man auf jeden Fall machen und auch die Füße haben nach oben hin, fühlen sich nicht eingeschränkt. Also selbst für Tugose 50 hätte man Platz, denke ich mal. Ja, eine gute Geschichte und ich werde mich mal ein bisschen kurz ausruhen und dann werde ich euch berichten, wie das die Bequemlichkeit auf Dauer ist. So, jetzt habe ich doch tatsächlich gute 2 bis 3 Stunden geschlafen, obwohl ich eigentlich das gar nicht wollte.
Aber nach dem guten Essen und Cognac und Portwein ja, wurde ich dann doch etwas müde und habe auf dem Sitz sehr gut geschlafen. Übrigens auch die Decke so ja, sehr flauschig und weich und habe angenehme Dicke hier. Für die Flugzeugtemperatur war sehr gemütlich. Auch das Kissen weich, also man schläft auch auf diesem Sitz wirklich sehr, sehr gut. Es gab keine Auflage, aber habe ich jetzt auch nicht vermisst. Klar, es war jetzt auch nicht eine ganze Nacht, aber das war gut. Und jetzt habe ich gerade noch eine Entenbrust, das war das Menü kurz vor der Landung. Ich hätte auch Pasta haben können, aber die zarte Entenbrust, Rose gebraten, aber kalt, mit leckeren Beilagen, war wirklich ausgesprochen gut und genau die richtige Portion, nachdem ich ja eh schon sehr gut gegessen habe. So, hier habe ich noch auf Empfehlung einen ayurvedischen Tee genommen. Der schmeckt wirklich sehr gut. Es ist ein Kräutertee, schmeckt auch ein bisschen nach Zimt und tut jetzt gut nach dem Schlafen und dem doch fulminanten Mittagabendessen. Wir sind jetzt nicht mehr weit entfernt von Vancouver. Wie hat mir jetzt der Flug gefallen? Also ich muss wirklich sagen, fangen wir mit der Crew an, die war wirklich sehr, sehr nett, sehr herzlich, humorvoll, hat einen wirklich ganz, ganz tollen Job gemacht, wirklich sehr sympathisch. Und das nicht nur bei mir, sondern auch was ich so mitbekomme, auch bei den anderen Gästen. Das war wirklich eine ganz tolle Leistung. Nach anfänglicher kleiner Enttäuschung, dass es jetzt nicht die Allegris-Kabine ist, muss ich doch sagen, also auch die umgestaltete Philippine Airlines Kabine ist sehr angenehm, sehr offen, man hat viel Platz. Also ich kann sehr die Einzelsitze am Fenster empfehlen. Ich sitze jetzt ganz vorne in der 2K, ist prima, man hat halt dann die Ablagefläche zum Fenster hin. Schöner sind dann die in der ungeraden Reihe, weil man dann noch näher am Fenster sitzt und dann links am Gang noch ein bisschen was weg hat. Aber wie gesagt, ich hätte diesen Platz gewählt, weil ich gedacht habe, das wäre dieses Einzelsuite in der Allegris, aber war es nicht. Auch daher der Tipp, also wenn ihr auf den Sitzplan seht, und es ist nur eine kleine Kabine mit 32 Sitzen, dann ist es die 121 der Philippine Airlines angepasste Kabine und nicht die Allegris, weil die hat noch eine zweite Kabine, nochmal mit 2 Sitzreihen. Der Sitz an sich ist prima, lässt sich gut verstellen in alle möglichen Positionen, ist weich gepolstert, um gut drauf zu schlafen und ich habe jede Menge Ablagefläche, das finde ich auch sehr, sehr gut. Unglaublich viel Platz für die Beine, die exakten Maße werde ich euch noch einblenden. Und ich habe über mir Platz und neben dem Sitz, also das ist ganz, ganz, ganz wunderbar. Kissen und Decke sind bequem, sehr gut fürs Schläfchen. Kulinarisch, muss ich sagen, bin ich sehr überzeugt, sowohl Hauptgang als auch das Essen vor der Landung. Wirklich sehr gute Qualität, tolle Getränke, gut ausgewählt, durfte mehrere Weine probieren, waren alle hervorragend. Dieser Flug, allein die One-Way-Strecke von München nach Vancouver in der Business Class, ich habe immer mal wieder nachgeschaut, kostet über 3.000 Euro, 3.300. Return hin und zurück ist man mit 5.500 Euro dabei. Das ist schon ein sehr stolzer Preis. Ja, es ist liegt auch an der Route und da gibt es auch nicht viel Alternative. Das ist verdammt viel Geld. Für mich war es allerdings ein Prämienflug. Ich habe Punkte eingelöst und nicht die üblichen Miles & More Punkte, sondern Punkte von dem Firmenprogramm der Lufthansa. Partner plus Benefit heißen die. Die
diese Punkte sammelt man, wenn man ein Unternehmen hat oder Freiberufler ist, dann kann man auch diese Programmpunkte sammeln. Ich werde da noch mal ein eigenes Video dazu machen und euch das erklären, aber das ist durchaus interessant für alle diejenigen, die eben selbstständig sind, Freiberufler, ein Unternehmen haben. Das ist eine zusätzliche Art, eben Punkte zu sammeln und einzulösen. Steuerlich, ich habe am Rückflug ein Premium Economy Ticket gelöst und hin und zurück waren es dann ungefähr 550 € Steuern. Exakte Zahl liefere ich noch nach, aber in diesem Dreh, und das ist natürlich ein toller Deal, also selbst die Economy-Klasse wäre sicherlich teurer gewesen als das, und so fliege ich Business auf der Hinstrecke und Premium Economy auf der Rückstrecke, also absolut in Ordnung. Die Waschräume hier in diesem Airbus 350-900 sind nicht besonders groß. Es gibt zwei hier vorne in der Business-Kabine für 30 Passagiere. Also das ist eine ganz gute Ratio oder ein gutes Verhältnis. Sauber, sind sehr freundlich, gut beleuchtet, noch so ein kleiner Schminkspiegel drin, Blume. Also das macht einen appetitlichen, freundlichen, einladenden Eindruck. Das Entertainment-System hat mir gut gefallen. Toller großer Bildschirm, Bose Kopfhörer, Noise Cancelling, tolles Programm. Es gab mehrere Filme, die ich mir hätte anschauen wollen. Also auch hier ein Thumbs up auf jeden Fall für das Entertainment. Jetzt die Dinge, die mir vielleicht nicht so gut gefallen haben. Einmal, das Boarding ist immer noch nicht toll organisiert. Also Lufthansa bittet zwar oder boardet nach Gruppen, aber die Leute stehen halt doch irgendwo relativ wild in der Halle vorm Gate, und wenn es da endlich losgeht, und heute war es ein bisschen Verspätung, weil der Flughafen den Flieger nicht rechtzeitig ans Gate bringen konnte, drängen dann alle nach vorne, und es wird zwar gesagt, jetzt boardet erstmal Pre und dann die Business Class und Senatoren und Horns etc., aber man könnte die Leute schon in Gruppen aufstellen lassen, und so, dass es dann flüssig geht und dass nicht irgendwie man sich irgendwie nach vorne drängeln muss, oder dass es eben Leute tun. Die zweite Sache, die ich nicht gut finde, ist, dass man auch in der Business Class das Wi-Fi bezahlen muss. Immerhin fallen da 29 € an, wenn man Internet für den gesamten Flug haben will. Wenn man Messaging, sind es 9 €. Das ist jetzt für so einen langen Flug, 9,5, 10 Stunden, nicht sehr teuer, aber irgendwie, da sind andere Airlines ein bisschen großzügiger, speziell wenn man das teuerste Ticket hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Ticket 5.500 € kostet, hin und zurück, dann wirkt es ein bisschen kleinlich, dass dann noch das Internet separat abgerechnet wird. Also ich habe gerade den Klingeltest gemacht. Ich habe ihn nach über 2 Minuten abgebrochen. Die Crew, ich glaube, die essen jetzt auch gerade was. Klar, das ist an sich nicht gut, dass sie das jetzt irgendwie nicht mitbekommen haben. Auf der anderen Seite waren die ganze Zeit so proaktiv und haben mir ständig Sachen gemacht, und ich brauche eigentlich auch gar nichts. Ich wollte nur einfach den Test machen. Ja, also ist eigentlich untypisch jetzt für diese Crew, weil die wirklich extrem nett waren. Die sind ständig durchgegangen und haben mir Sachen gebracht, und auch den anderen Gästen. Insofern will ich ihnen das jetzt nicht zur Last legen. Und dadurch, dass ich irgendwie immer mit denen im Gespräch war, sind die wahrscheinlich jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich irgendwas von ihnen will, weil ich einen Knopf gedrückt habe. Zu ihrer Entschuldigung. Aber gut, perfekt wäre es gewesen, wenn sie nach ein paar Sekunden da gewesen wären, weil ich sitze auch in der ersten Reihe und praktisch nebenan. So, ja, das ist es schon wieder gewesen. Aus meiner Sicht ein großartiger Flug von München nach Vancouver. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, dann freue ich mich natürlich über euren Daumen nach oben, über euer Abo, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet.
Und ja, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Mitglied auf meinem Kanal zu werden und mich in meiner Arbeit zu unterstützen. Also, und dafür auch noch zusätzliche Inhalte zu bekommen und auch mehr hinter die Kulissen schauen zu können, was der Meilencoach so alles macht und was auch so meine nächsten Projekte sein werden. Das werde ich da auch eröffnen für meine Mitglieder. Also ich lade euch herzlich dazu ein, ja, Mitglied auf meinem Kanal zu werden und näher dabei zu sein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Insofern alles Gute und bis bald wieder auf meinem Kanal. Das war euer Meilencoach.